Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Entscheidung der IG Metall-Mitglieder in Nordwürttemberg-Nordbaden für die 35-Stunden-Woche notfalls zu streiken, gelten baldige Kampfmaßnahmen als sicher. Der Beschluss dürfte am kommenden Donnerstag fallen, wenn sich in Frankfurt der Gewerkschaftsvorstand trifft. Bei der U-Abstimmung in Nordwürttemberg-Nordbaden haben sich 80,05% der gewerkschaftlich organisierten Metaller für Streik ausgesprochen. Mindestens 75% schreibt die Satzung vor. Das vorläufige Endergebnis gab in der vergangenen Nacht der Stuttgarter Bezirksleiter Eisenmann bekannt. Angesichts des Trommelfeuers, das in der öffentlichen Meinung gegen die Forderung der IG Metall nach Verkürzung der Wochenarbeitszeit, nach der 35-Stunden-Woche in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat, ist dies ein hervorragendes Ergebnis und mein Dank gilt heute Abend zuerst all meinen Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Urabstimmungsergebnis beigetragen haben. Jubel nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Urabstimmung in der Stuttgarter IG Metall-Zentrale. Dann sangen die Gewerkschaftsmitglieder das alte Arbeiterlied Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Ewig das Tag sei ein Ende. Wie die Arbeitgeber das Urabstimmungsergebnis in Nordwürttemberg-Nordbaden einschätzen, dazu im Gespräch mit Ulrich Deppendorf, der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall Kirchner. Eine Urabstimmung ist eine Entscheidung des Arbeitnehmers als Gewerkschaftsmitglied für seine Organisation, für die IG Metall, nicht für die Sache. In der Sache selbst haben sich die Arbeitnehmer in überwältigender Mehrheit in den unabhängigen Meinungsumfragen gegen die 35-Stunden-Woche ausgesprochen und für unser attraktives Programm, und das gilt auch bis zum heutigen Tage. Rechnen Sie nun mit einem Streik und werden Sie sofort mit Aussperrung reagieren? In der Hand des Vorstands der IG Metall liegt es nun, was passiert, ob ein Streik beginnt oder ob es nicht doch zur Fortsetzung von Lösungsversuchen kommt. Wir haben die Spitzengespräche nicht für gescheitert erklärt, sondern sofort nach dem letzten erklärt, wir sind zur Fortsetzung bereit. Ich habe den Eindruck, es sind nicht alle Lösungsmöglichkeiten ausgelotet. Daher sollte sich der Vorstand der IG Metall durchaus überlegen, ob man nicht doch noch einen Verständigungsversuch macht. Das heißt, es gäbe auch eventuell ein neues Angebot der Arbeitgeber, wo nicht mehr die Zahl 40 so die große Rolle spielt. Der Weg in die 35-Stunden-Woche ist und bleibt ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm und eine schallende Ohrfeige für die Arbeitslosen, eine tiefe Enttäuschung. Deswegen ist das kein gangbarer Weg, aber es gibt Alternativen. Und wir sind bereit, im Rahmen solcher Alternativen zu Lösungen beizutragen, denn einigen müssen wir uns in jedem Fall, ob vor oder während eines Streiks. Der baden-württembergische Ministerpräsident Späth steht nach Angaben seines Arbeitsministers Schlee gegebenenfalls als Vermittler im Tarifkonflikt der Metallindustrie zur Verfügung. Späth sei dazu bereit, wenn, so Schlee im Bild am Sonntag, die Tarifpartner ihn wollen. Die Diskussion über den Gesetzentwurf der Regierungskoalition für eine Amnestie von Parteispendern hält unvermindert an. Wie in Bonn verlautete, ist der Entwurf im FDP-Bundesvorstand auf starken Widerstand gestoßen. Alle Landesvorsitzenden hätten massive Bedenken gegen die Amnestiepläne erhoben. Gleichzeitig sei ein derartiges Vorgehen als politisch unklug bezeichnet worden, weil es in der Öffentlichkeit kaum auf Verständnis stoßen dürfte. Dagegen wurden die Pläne vom Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Mischnick verteidigt. Im Kölner Express begründete Mischnick seine Haltung damit, dass jetzt mehr Rechtssicherheit geschaffen werde. Zugleich bedauerte Mischnick Äußerungen seiner Fraktionskollegin Ham Brücher, die sich von dem Gesetzentwurf überrumpelt fühlt. Auch nach Ansicht von Bundesfinanzminister Stoltenberg, CDU, ist der Amnestieplan rechtsstaatlich in Ordnung. Der sozialliberalen Koalition von vor 1982 sei der Vorwurf zu machen, einen nicht eindeutig geklärten Rechtszustand zu lange hingenommen zu haben. Vor fast 100.000 Menschen hat Papst Johannes Paul II. Am dritten Tag seiner Reise durch Südkorea im Sportstadion der Stadt Daegu 38 junge Priester geweiht. Der Papst beschwor dabei die Opferbereitschaft der Seelsorger und nannte die Priesterschaft ein Geschenk Gottes. Für die Teilnahme an der dreistündigen Messe im Stadion hatte das Erzbistum Daegu Eintrittsgelder bis zu umgerechnet 33 Mark festgesetzt. Begleitet war die Papstreise wieder von Studentenunruhen in der Hauptstadt Seoul. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Hochschüler vor. Die Demonstranten versicherten, ihr Protest richte sich nicht gegen den Papst, sondern gegen die Diktatur in ihrem Land. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr, heute ausnahmsweise mit den Lottozahlen.
Das waren nochmal die beiden entscheidenden Tore in den beiden tollen Halbfinal-Pokalbegegnungen, die in dieser Woche den bezahlten Fußball hierzulande sicherlich wieder alte Freunde zurückgewonnen haben. Guten Abend allerseits. Mut zum Risiko, Offensivspiel.